So, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute geht es um den Teil 4, Anpassen und Optimieren von Paperless. Also sprich, wie organisiere ich meine Ablage, beziehungsweise wie schaffe ich es, mein Ablagesystem, das unter Umständen vorhanden ist, falls du denn eins hast, im Paperless abzubilden. Im Endeffekt gibt es dafür auch nicht wirklich viele Hebel, das sind 4 oder 5 Stück. Das kann man jetzt so ein bisschen, ja, 4 oder ein bisschen 5 sagen, aber wir gehen das mal durch. Wie lege ich meine Dokumente ab und wie arbeitet Paperless eigentlich mit diesen Sachen? Und dazu schauen wir uns dann auch später die Verzeichnisstruktur mal an, wie sie denn aussieht, wie die Dokumente abgelegt werden. Dann obligatorisch wieder der Hinweis, keine bezahlte Werbung. Ich habe mit Paperless keinen Vertrag oder sonst irgendwas, auch nicht mit sonstigen anderen Firmen oder sonstigen, die zufälligerweise in diesem Video irgendwie benannt werden, weil sie als Korrespondenten zum Beispiel oder als Belegmuster herhalten dürfen. Da ist keine Kooperation, es fließt also kein Geld. Das heißt, ich mache dieses Video für lau, es sei denn, du findest es interessant und gut, was ich hier mache, dann kannst du den Kanal gern mit einer Spende unterstützen. Die Beschreibungen, die Spendenlinks findest du dann unten in der Videobeschreibung. Ich werde das mit euch jetzt hier nicht wie in den anderen Videos theoretisch durchgehen, sondern wir beschränken uns wirklich mal auf den Praxisteil wieder mit einem Komplett-Video. Ich habe euch aber trotzdem im Blogbeitrag, den ich euch unten auch in der Videobeschreibung verlinke, natürlich alles nochmal zusammengeschrieben, was wichtig ist. Ich habe es euch auch aufbereitet, Korrespondent, warum das wichtig ist und dann natürlich auch die beste Praxis für einen Korrespondenten. Das machen wir auch mit den Dokumententypen, dann mit den Tags, also mit den Schlagwörtern und dann kommt eigentlich der Knacki, also der richtig interessante Teil, das sind die Speicherpfade. Hier kann man nämlich sehr viel tun. Ich würde sagen, wir switchen rüber in unser Paperless und schauen uns das Ganze dann mal live an. Gut, willkommen in Paperless und wir springen auf die Korrespondenten. Interessant ist jetzt hier, wir sind hier direkt in der Verwaltung, die wird hier generell angezeigt und wir beschäftigen uns heute mit den Korrespondenten, den Tags, den Dokumententyp und den Speicherpfaden. Korrespondenten sind die Personen, die Firmen, mit denen du kommunizierst. Das heißt, sprich, ein Austausch von Dokumenten stattfindet. Du bekommst Dokumente, du schickst Dokumente. Dokument kann sein eine E-Mail, ein Brief, whatever. Alles passiert im Zusammenhang mit einem Korrespondenten, also mit einer Gegenstelle. Du kannst kein Schriftstück erstellen, das du nicht mit einem Korrespondenten austauscht. So, jetzt kannst du natürlich sagen, ich habe hier ein Manuskript für mein Buch geschrieben oder mein Buch ist fertig. Und so ist es drin und ich möchte das jetzt auch hier drin haben. Dann empfehle ich dir den folgenden Trick, wenn du keinen Korrespondenten hast, weil du etwas selber erstellt hast. Das ist eigentlich so die einzigste Ausnahme auch, die mir jetzt bekannt ist. Dann kannst du dir einen Korrespondenten anlegen mit dem den Spitznamen zum Beispiel. Du nimmst deinen Spitznamen her oder du benennst es einfach Ich AG. Ja, gab es auch mal so eine Episode in Deutschland, Ich AGs. Kein Kommentar. Oder du schreibst einfach deinen richtigen Namen dahin. Zuweisung lasse ich jetzt mal auf automatisch, da kommen wir dann später dazu, speichern. So, jetzt kann ich Dokumente, die ich selber erstellt habe und nie verschickt habe, Aktnotizen zum Beispiel. Würde ich aber auch schon wieder einen Korrespondenten hier, so einer Firma oder irgendwie Facebook zum Beispiel zuordnen. Wäre wirklich bloß interessant, wenn du jetzt sagst, Bücher, ich habe das Buch geschrieben, da ist aber noch schon, würde ich es eher ablegen, als ich habe das mit dem Verlag geteilt oder habe es bei Amazon KDP hochgeladen, dann hätte ich als Korrespondent schon Amazon KDP drin. Also die sind quasi, mein Buchentwurf würde ich dann quasi hier reinschreiben oder sowas, wenn ich den zu den Akten nehme. Also, aber wie gesagt, das ist so ein Ding, wenn du etwas selber erstellt hast, dann machst du unter deinen eigenen Namen, wenn es nur für dich ist. Jetzt kommen wir Zuweisung zu diesen Korrespondenten. Die Zuweisung erfolgt hier in der Regel erst einmal automatisch. Das ist voreingestellt. Dazu muss man jetzt auch wissen, ab 50 Dokumente funktioniert es halbwegs, unter 50 Dokumente funktioniert es ganz schlecht. Ab 100 Dokumente wird es dann schon richtig gut und ab 150 ist die Fehlerquote eigentlich relativ gering. Jetzt kann ich aber auch natürlich dazu sagen, BitCup. BitCup kann ich jetzt zum Beispiel bearbeiten und dann wähle ich jetzt hier eins der Zuweisungsmethoden aus und sage irgendein Wort, Dokument enthält der folgenden Wörter. Und da habe ich jetzt einfach mal reingeschrieben, Anti-Spam 99.87-8.
Das haben die meisten Kryptobörsen, die Banken fangen damit an. Das ist ein sogenannter Anti-Publishing Code. Den definierst du selber auf der Homepage von deiner Bank oder von deiner Börse. Und die ist in jeder E-Mail-Kommunikation zum Beispiel mit abgedruckt, dass das kein Spam ist. Damit kannst du alle E-Mails quasi rausfischen zu 100%. Dabei ist es jetzt auch nicht wichtig, was in dem Dokument drin ist, ob es eine Rechnung ist oder sonst irgendwas. Hier geht es nicht um die Zuweisung eines Dokumenttyps, hier geht es nur um die Zuweisung, wer ist der Korrespondent. Und wie gesagt, das kann ich jetzt auch manuell machen mit dem Anti-Spam-Code. Ich könnte auch sagen, alle Dokumente enthält alle der folgenden Wörter. Dann könnte ich sagen Anti-Spam-Code, dann habe ich ganz sicher, dass es zum Beispiel nur BitCup ist. Und dann sage ich, es soll BTC betreffen. Gängige Abkürzung für Bitcoin. Aber ich wüsste jetzt nicht, was BTC zum Beispiel jetzt noch für einen Sinn dahinter machen würde. Ich könnte jetzt auch BitCup selber noch hinschreiben. Als Name der Firma könnte ich jetzt noch sagen, okay, BitCup hätte ich ganz gern drin. Ist allerdings hier schon mal das Ding, wenn dir einer eine E-Mail schickt, hey, ich habe jetzt auch ein Konto bei BitCup, dann wird dir automatisch BitCup zugewiesen, weil eben das Wort BitCup da auch drin vorkommt. Das sind so, diese Filter sind bedacht zu konfigurieren. Du kannst also nicht einfach reinschreiben irgendwas, sondern du solltest wirklich eine eindeutige Sache nehmen, wenn du sowas manuell zuweisen möchtest. Wirklich darauf achten, dass es, wie dieser Anti-Spam-Code zum Beispiel, eindeutig ist. Das hat einfach auch gewisse Vor- und Nachteile. Also das Schwert hat immer zwei Seiten. So, könnten wir zu abspeichern, machen wir aber nicht. Schauen wir uns noch Folgendes an, Berechtigungen bearbeiten. Das ist dieselbe Berechtigung jetzt zum Beispiel hier. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, meine Freundin darf zum Beispiel Börsensachen nicht anzeigen oder Börsensachen anzeigen. Also wenn ich sie dann nicht eintragen würde, dann könnte sie jetzt quasi das auch nicht anzeigen lassen. Es sind so, und bearbeiten darf sie schon gleich gar nicht. Also da könnte ich jetzt hier so Berechtigungen vergeben. Wir haben übrigens keinerlei Berechtigungen eingegeben oder deshalb ist es jetzt schwierig, das auch irgendwie einfach zu demonstrieren oder zu zeigen. Aber hier könntest du jetzt sagen Eigentümer PL, ne? Also ich bin der Eigentümer. Wenn du mehrere Benutzer hast, stehen die natürlich jetzt ja alle in der Liste drin, dann kannst du die auch auswählen oder die Gruppen. Wer nicht in der Gruppe Anzeigen drin ist, kann das Ding auch nicht anzeigen, der sieht das Dokument auch nicht. So viel zum Thema, einfach mal ganz kurz überrissen. Berechtigungen, was wir das mal angeschnitten haben. Gut, das war es eigentlich auch, was es jetzt zu Korrespondenten zu sagen gibt. Dann gehen wir mal auf die Dokumententypen. Hier ist es zum Beispiel jetzt relativ einfach zu sagen, erstellen, Rechnung, noch jetzt mal die Mehrzahl, Rechnungen, nicht automatisch erlernen, sondern ich möchte ein Wort der folgenden Wörter haben und das soll drinstehen, Rechnung. Jetzt kannst du sagen, zu Rechnung gehört immer ein Lieferschein dazu. Könnte ich jetzt zum Beispiel Lieferschein noch mit dazu schreiben. Dann könnte ich das hier oben jetzt auch umbenennen in Rechnungen und Lieferscheine. Hier macht so ein Ding dann schon wieder Sinn. Natürlich könnt ihr jetzt auch wieder sagen, ja, aber wenn da einer schreibt, ich hätte gerne einen Lieferschein von, dann landet er ja im Lieferschein. Ja, ist richtig. Drum landen auch alle Dokumente generell immer mit dem Tag, da kommen wir dann gleich noch zu im Posteingang, wo man sie dann einfach nochmal kontrollieren kann. Also hier kannst du auch nicht so hundertprozentig, was soll ich sagen, also Rechnung und Lieferschein sind wieder so schöne Begriffe. Man kann es Rechnungen und Lieferscheine zuweisen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt einer schreibt, ich brauche die Rechnung vom so und so vielten, ist es natürlich eine Sache, die eigentlich auch schon Rechnungen und Lieferscheine betreffen würde. Allerdings habe ich jetzt in meinem Produktionssystem, was ich verwende, da eigentlich einen Schriftverkehr. Ich habe da einfach einen Schriftverkehr, wo ich alles dieser gleichen reinklatsche. Da wäre jetzt zum Beispiel so eine Kombination dumm. Also auch hier ist mit Bedacht zu handeln. Rechnungen und Lieferscheine rein. Es wird jetzt ja auch angewiesen, irgendein Wort wie Rechnung oder Lieferschein enthält. Ne, während Jobangebote, Newsletter und Belege automatisch zugeordnet werden. Belege ja schon auch wieder Rechnungen sein können. Ich bin jetzt mal gehässig. Belege. Okay, habe ich ein Dokument. Ihr könnt es on Paperless ändern. Ich zeige mir das mal an. Oh, das ist ein Nachlassdokument. Ja, das nehmen wir nicht. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dusselig. Jobangebote ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Gehe ich mal auf Jobangebot bearbeiten und sage hier Dokumententyp, Rechnungen und Lieferscheine. Speichern und schließen. Dann gehen wir wieder auf unsere Dokumententypen. So, jetzt habe ich die Rechnung und Lieferscheine. Da habe ich jetzt das Dokument umgehängt. Jobangebot ist jetzt leer, weil ich das einfach umgehängt habe. Also ich kann die switchen. Einfach, wenn du jetzt sagst, okay, das ist nicht so gut,
kannst du das hier auch im Nachhinein korrigieren und du kannst ja auch die ganze Gruppe Infos und Newsletter jetzt zum Beispiel anzeigen lassen und sagen, was habe ich denn da alles drin, kriegst du sie auch angezeigt. Also hier mit diesen Filtern, wenn man manuell vergibt, ich kann euch leider aus Erfahrung auch nicht wirklich einen wirklich guten Rat geben. Ist es besser, manuell zu filtern oder ist es besser, automatisch filtern zu lassen? Kann die Frage so nicht beantworten. Okay? So, dann kommen wir zu Tags. Nächste. Also nicht Englisch Tags für Steuer, sondern Tags, also Schlagworte. Schlagworte wie Krypto zum Beispiel, Infos, Job und Arbeit, Nachlässe, Posteingang. Posteingang ist unser Tag, den bekommt jedes neue Dokument zugewiesen. Da haben wir jetzt noch 5 Dokumente drin, die noch nicht bearbeitet sind. Da seht ihr auch die Dokumente und Infos, Newsletter. Ich habe natürlich datenfreie Inhalte genommen, dass ich hier nicht so viel ausgrauen muss. Da sind 7 vorhanden. Hier läuft genau dasselbe Schema ab, wie du es jetzt auch bei Korrespondenten zum Beispiel oder bei Dokumententyp gehabt hast. Nur, dass du jetzt hier noch sagen kannst, ich hätte gerne eine Farbe. Kannst du dann auch auswählen. Dann könntest du sagen, das ist der Posteingangstag. Den könntest du auch ändern. Brauchen wir aber nicht. So, was ganz lustig ist, was älter wie 5 Jahre ist, braucht man eigentlich gar nicht. Aber es ist durchaus manchmal von Vorteil, wenn man sich einfach so Tags anlegt. Wie 2025. 2025, dass ich mir einfach so Jahrgänge anlege. Das habe ich zum Beispiel bei mir drin, weil die Datumsfilterung manchmal nicht so rosig ist. Man muss immer von bis eingeben und so kann ich einfach sagen, Tag und gebe mir 2024, 2025 oder 2000. Wie gesagt, Tags, die dann veraltet sind, wie älter wie 5 Jahre sind, die kannst du dann mit Löschen rausnehmen oder sie auch drin lassen. Allerdings sollte man bei den Tags eigentlich wirklich darauf achten, dass man hier wirklich nicht zu viele drinnen hat. Dann wird man auch nicht einzelne Sachen kategorisieren wie Steuerbelege, Haus, Steuerbelege, Auto, Steuerbelege, Firma. Würde man nicht machen. Man würde jetzt quasi hier als Tag, als Sammelgruppe, muss man das sehen, einfach sagen Steuerbelege. Steuerbelege ist ein wichtiges Thema. Man kann da sehr schnell wirklich auf die Nase fallen. So, dann noch ein schönes Rot. Schauen, ob er das macht. Nee. Bearbeiten. Ich Steuerbelege gern in einen wieder rosa. Nein, ich will kein rosa. Ich will so richtig dickes, fettes Rot. Och, komm schon, Junge. Ja, okay, gut. Leben wir halt mit dem halbrosan. Steuerbelege wäre jetzt zum Beispiel einfach eine schöne Gruppe, wo man sagen kann, da haue ich alles rein. Auto, Haus und so weiter. Das ist eine Gruppe, die macht Sinn. Wenn, wie gesagt, wenn ich jetzt alle Belege hier einzeln klassifizieren würde, dann würde diese Tag, diese Gruppenliste, es geht hier einfach bloß eine Gruppe von Dokumenten, die ich als Schnellfilter quasi auch verwenden kann. Ich brauche jetzt was über Kryptos, dann wähle ich aus, gehe mal hier Dokumente, Tags, dann sage ich, ich möchte das Jahr 2024, ich möchte das Jahr 2025, ich möchte nachlesen, ich möchte Krypto haben, dann hake ich hier Krypto an, dann habe ich hier bloß noch 3 Belege. Das ist ein Quick Search, ne, diese Tags. Und das ist eigentlich wirklich ganz wichtig und ganz schön, wenn man das wirklich hier gut organisiert. Wie gesagt, du hast hier auch die Möglichkeit, Jobs und Arbeit jetzt wieder rauszunehmen und zu sagen, Jobs und Arbeit nehme ich jetzt zum Beispiel raus oder ich mache jetzt hier noch 2025 dazu. Speichern und schließen. So, dann habe ich hier Tags, habe ich jetzt momentan 2 drin. Die nehme ich jetzt eigentlich beide mal raus und nehme ich nicht 2025 das Jahr haben. Dann würde ich jetzt hier nur 2025 bekommen und da habe ich nur ein Dokument mit dem Tag 2025 versehen. Also das vom Datum her ist das eigentlich eine wirklich super Sache, weil hier relative Datumsangabe, da musst du immer von bis definieren. Macht Sinn, wenn man wirklich was Spezielles sucht, kann man damit arbeiten. Aber für die Quick Search ist eigentlich die Jahresbezeichnung hier eigentlich eine wirklich feine Sache, ne? Wenn du die drin hast. Hier Nachlässe, Sachen, die du geerbt hast, zum Beispiel Kryptos und deine ganzen Krypto-Sachen, Coins und so weiter. Da könntest du jetzt noch nächste Gruppe Aktien machen. Dann hast du das auch super aufgeteilt. Wie gesagt, hier wirklich einfach dran denken, das ist ein Quick-Search-Ding, eigentlich so mehr oder weniger für dich. Dann will ich doch gleich sagen, wenn wir schon mal hier dabei sind in der Suche, machen wir die Suche mal gleich schnell mit, dann haben wir das nämlich auch mal vom Tisch. Filter zurücksetzen, das ist ein ganz interessanter Knopf, da schmeißt du einfach alle Filter raus, die du jetzt hier in der Dokumentenansicht offen hast. Eine weitere gute Quick-Suche ist die hier oben, die hier ist so ein bisschen... Na, da zeigt er gleich bloß die Dokumente an. Das ist eine Variante, die du machen kannst.
Das ist Titel und Inhalt. Die andere Suche, die ich gern mag, ist eigentlich die hier oben. Jetzt fragt mich nicht, warum das einen Unterschied macht. Ich schreibe hier mal Krypto rein. Hier bekomme ich nämlich jetzt einfach mehr, hier bekomme ich eine Liste der Dokumente. Die andere ist eine Vorschau und ich bekomme auch noch dazu, ich habe Tax Krypto und ich habe Crypto.com als Korrespondent. Welche Suche du jetzt bevorzugst, ist natürlich deine Sache. Wenn du jetzt auf Suchen klickst, wird das ausgeführt. Und du landest genau hier und der setzt dir das hier ein. Das ist, entscheide dich selber Sache. Ja, Filter zurücksetzen. Dann die Tags habe ich euch schon erklärt. Quick Search ist ganz einfach. Korrespondent, ich brauche alles, was ich mit BitCup geschrieben habe, was ich mit Crypto.com hatte, was ich mit Freelancer Map hatte. Ne? Ich kann auch sagen, schließe mir folgende Dokumente aus. Es kann das Dokument nicht sein, es kann das Dokument nicht sein, es kann das nicht sein. Ne? Also sprich Korrespondent jetzt halt nicht Dokument. Also ich kann jetzt sagen, also von Apple war es nicht, von BitCup war es nicht, aber ich habe irgendwo ein Krypto-Angebot gehabt. Ne? Facebook war es auch nicht, kann ich auch ausschließend Suche machen. Das ist ausschließen, einschließen hier oben, das ist mal eine ganz nette Sache. Dann ich kann die Dokumententypen natürlich suchen. Ich kann jetzt auch hier natürlich was reinschreiben, dann kürze mir die Liste natürlich entsprechend auch runter. Und ich sehe immer bei Paperless, wie viele Dokumente im Hintergrund sind. Das finde ich eine obergeniale Geschichte, weil Jobangebote brauche ich gar nicht anklicken, da ist nichts drin. Dann hatte ich euch schon gesagt, Datum. Das Datumsuche ist hier immer von bis. Du kannst es hier wirklich schön auswählen mit dem Kalender. Kannst jetzt sagen vom 16. Also so viel umständlicher ist die jetzt nun mal auch wieder nicht. Aber wie gesagt, es ist Geschmackssache. Ich mag die Text, klack, klack und dann, ja. Wenn du natürlich jetzt einen speziellen Zeitraum hast, macht sich diese Suche natürlich schon gut raus. Also da kann man da auch nichts sagen. Es ist auch wieder abhängig, was du suchst und warum du suchst und wie du suchen möchtest. Du kannst auch nach Berechtigungen suchen, ne? Meine Dokumente, für mich freigegebene Dokumente, von mir freigegebene Dokumente. Das freigegebene Dokumente sind interessant, wenn du dein Paperless im Internet hast. Ansonsten kann ich dir nur empfehlen, das einzelne Dokument dann per Tileouts E-Mail weiterzuschicken. Das tut's genauso. Dann ohne Eigentümer sollte man eigentlich gar nichts haben. Und dann kann ich auch sagen, Dokumente ohne Eigentümer ausblenden. Also ja, gut, das ist eine Sache für sich. Dann habe ich hier oben noch Ansicht zum Beispiel. Posteingang, Speichern als, da kann ich dann solche Einstellungen hier, die speichern Posteingang. Könnte ich mir eine Suche anlegen, Steuersachen 2025 und dann kann ich mir meine Suchen entsprechend definieren und diese Ansicht dann entsprechend speichern als Steuern 2025. Dann habe ich einen Klick hier auf der linken Seite zum Beispiel, wo jetzt Posteingang steht, auch noch stehen Steuer 25, klicke ich an und habe meine ganzen Steuerbelege. Kann ich super organisieren. Dann die Sortierung, wie du es haben möchtest, ist natürlich relevant. Da kannst du auch alles Mögliche aussuchen, da kannst du auch Notizen machen und so weiter. Dann die Art, wie es angezeigt werden soll. Ich bezeichne das immer als die hässliche Ansicht. Dann die normale Ansicht und natürlich die ganz große Ansicht. Reine Geschmackssache, wie du es haben möchtest. Dann Anzeigen kannst du hinzugefügt, kannst du noch hinzufügen, die Tags kannst du ausblenden, einblenden, Notizen, wenn Notizen gemacht sind, Freigaben, dann die ASN, die Seriennummer, die Anzahl der Seiten, Titel, und dann kannst du Seiten auswählen, alles auswählen oder Auswahl aufheben. Das noch zum Thema dazu. Dann haben wir noch eine kleine interessante Sache in den Dokumenten drin, bevor wir zu den Speicherpfaden kommen. Das ist jetzt hier oben diese Zeile. Hier gibt es noch sehr viele Sachen. Inhalt. Ne, hier ist also die OCR-Übersetzung von PDF-Dateien zum Beispiel auch hinterlegt. In dem Fall der Text von dem Bild. Siehst du? Also das ist genau das, was auch in dem Bild drin steht. Deshalb findet ihr das auch in der Suche nach Text. Dann die Metadaten zu dem Ding, hinzugefügt am 20.07., geändert am 21.07. Dann Media, Facebook, ne, der Dateiname, wo das Ding genau gespeichert ist. Der ursprüngliche Dateiname war, ne, also hier ist dann die ganzen Metadateien. Dann gibt es ja noch das Meta-Archiv und Notizen. Das ist jetzt, da kann ich mir jetzt zum Beispiel noch Notizen zu diesem Dokument machen. Habe dieses Dokument mit Frau sowieso von der Barmer Ersatzkasse besprochen, sie zahlt die Arztrechnung nicht. Zum Beispiel. Dann ein Verlauf, das hat auch wieder mit der Glaubwürdigkeit der Unterlagen zu tun, also der Anerkennung, dass das auch rechtskräftig ist, alles. Das sind dann so Logdateien hier, die einfach zu deinem System geführt werden, wann es importiert worden ist, ne, da ist es created worden. Dann war hier Update, das sind alles nur Updates und Berechtigungen.
Aber wie gesagt, da haben wir keine Sachen vergeben. Da gehen wir auch weiter jetzt nicht drauf ein. Gut, dann haben wir das Thema auch mal abgehandelt und dann kommen wir zum nächsten Thema. Gut, Speicherpfade. Jetzt kommt der Teil, wo wir sagen, wie unsere Verzeichnisstruktur auf der Festplatte aussehen soll. Einer der großen Vorzüge von Paperless ist, dass die Originaldokumente auf deiner Festplatte in dem Speicher nach einem System aufgebaut werden, das du hier definierst. Deshalb ist dieser Bereich Speicherplätze jetzt natürlich sehr schön. Normalerweise hast du nach der Neuinstallation von Paperless hier erst einmal keinen Speicherpfad drinnen stehen. Dieser Speicherpfad, den ich jetzt hier angelegt habe, ist privat. Ich zeige euch nachher, was das noch auf sich hat. Ich erkläre es jetzt einfach mal so schön. Ich möchte in meiner Verzeichnisstruktur einen Ordner privat haben. Gehen wir mal da rein. Und dann soll weiter gespeichert werden. Unter privat soll mir der Korrespondent angelegt werden. Dann hätte ich gerne den Dokumententyp, also sprich Rechnung oder sowas. Und danach hätte ich gerne den Titel des Dokuments. Der Titel des Dokuments entspricht den Dateinamen. Wir haben das kein Dokument ausgewählt, ja, da können wir keine Vorschau machen. Autozuweis automatisch erlernen. Also wie gesagt, hier gilt wieder dasselbe Schema. Ja, kannst du exakt alle irgendein Wort. Ich habe eigentlich alles auf automatisch eingestellt und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Das ist jetzt der String, wonach sich der Pfad aufbaut. Diesen definiere ich hier und jetzt lege ich mal nochmal einen neuen an. Jetzt sage ich zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen Firma oder ich nenne es jetzt einfach mal Gesundheit. So, füge mir mal den Pfad hier ein und jetzt kann ich mir einfach hier privat mal umbenennen. Den Trick kennen jetzt wiederum nicht viele. Die Auswirkungen dieses kleinen Tricks wirst du dann eigentlich sehen, es ist dann getrennt. Das Dateiarchiv auf deiner Platte ist dann in zwei Bereiche getrennt. Wenn ich jetzt natürlich noch mehr anlege, zum Beispiel jetzt Firma, Finanzen, dann kann ich das alles wunderbar abtrennen. Erstellen, Finanzen. Ich brauche bloß einmal den String und dann kann ich mir einfach das Wort davor noch mit einfügen. Wichtig ist, dass er diesen Pfeil hier hin macht und diese geschwungenen Klammern hier auslasst, dass das wirklich ein Verzeichnisname ist. Sonst liegt ein bisschen komisches Zeug an, dann siehst du dann aber, wenn du in der Dateiablage komische Sachen siehst, dann ist hier irgendwo was falsch definiert. So, und schon habe ich jetzt einen privaten Bereich, dann habe ich Gesundheit und Finanzen. Wobei Gesundheit natürlich auch wieder privat wäre, aber ich möchte vielleicht mein Gesundheit ausklammern, dann kann ich zum Beispiel einem Arzt oder einem Krankenhaus kompletten Zugriff auf Gesundheit geben, um meine Vorerkrankungen zum Beispiel darzulegen oder Einsicht zu gewähren. Wie gesagt, ja, kann man alles halten, wie man will. Und dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz hier auf Dokumente, dann nehmen wir nochmal unseren Mückenleser, den finde ich sehr geil. Und wenn ich jetzt hier auf Speicherpfad bin, dann kann ich hier Finanzen, Gesundheit und Privat auswählen. So, Mücken sind gesundheitsgefährlich, Malaria und sonstiges, zumindest hier in Asien. Bei euch in Deutschland habt ihr das Problem ja weniger. Und in Europa, dann gehe ich jetzt hier mal auf Gesundheit. Habe ich nicht noch unbedingt Gesundheit mit drin? Nein, habe ich nicht. Gut, gibt es keinen Tab dazu. Speichern und raus hier. So, das sagt er mir jetzt auch, er ist jetzt hier gespeichert im Pfad Gesundheit. Der ist gespeichert im Pfad Privat. Dokumententyp ist Info und Newsletter und das Datum dazu. Seiten haben wir da keins, weil es ein Foto ist. Ansonsten steht ja auch noch die Seitenzahlen drin. Das könnt ihr dann hier oben unter Anzeige nochmal einstellen. So, zurück zu unserer Speicherpfade. Dieses System, würde ich jetzt sagen, schauen wir uns einfach mal auf der Festplatte an. Also diese mit privat, wie gesagt, das ist kein offizielles Ding. Ich habe das so eigentlich dokumentiert nicht gefunden. Das hat mich allerdings gefuchst und ich bin dann irgendwie drauf gekommen und dann habe ich das einfach für mich so gelöst. Gut, ich habe auf meiner Serverkonfiguration das folgendermaßen gespeichert. Ich habe das auf D abgelegt, da habe ich meinen Docker-Server drin und hier habe ich dann mein Projekt Paperless. Und hier sind auch die ganzen Daten zu Paperless abgesichert, abgelegt. Dann gehen wir mal in Media, da wird das ganze Zeug gespeichert. Dann Documents und dann Archiv. So, und jetzt wird es hier interessant. Dieses hier zum Beispiel sind jetzt Belege, die sind keinen Speicherpfad zugewiesen. Beziehungsweise, da steht drin Speicherpfad Standard. Dann landen die hier Dokument 0, 3, 5, 7, gut.
Und jetzt kommen die Speicherpfade, die ich angelegt habe. Gesundheit, Posteingang, privat. Unter Posteingang sind die Dokumente drin, die ich noch nicht zugeordnet habe. Ja? Und die nicht hier gespeichert sind. Jetzt wird es aber interessant, jetzt gehen wir mal unter Privat. Hier habe ich jetzt meine Korrespondenten, werden mir hier angezeigt. Das ist die Zuordnung der Korrespondenten. Apple, BitCup, Facebook und keiner. Wen haben wir denn da keinen drin? Infos und Newsletters. Test, Musk setzt voll auf. Okay, den könnten wir mal nachgucken, ob wir den finden. Merken wir uns mal. Also es ist wirklich sehr schön abgelegt. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal BitCup. Dann haben wir das Jahr 2025, das haben wir jetzt auch in den anderen Ordnern gesehen. Dann habe ich hier nur die Dokumententypen Infos und Newsletter. Und da habe ich zwei drin. Vom 17.07. und vom 18.07. Ja gut, Anytime Mailbox fällt jetzt nicht unbedingt unter BitCup. Aber wie gesagt, das ist eine Spieldatenbank. Das ist die Ablage deines Systems, so werden diese Dateien abgelagert. Das heißt, auch wenn Paperless komplett abkackt und das Ding weg ist, dein Archiv hier mit deinen Dokumenten kannst du immer noch verwalten. Das findest du halt unter deinem Festplattenpfad, Paperless Media Dokument Archiv. Oder wenn du Docker-Volumen befindest, dann eben in dem entsprechenden Docker-Volumen. Ich bevorzuge immer die Speicherung ohne diese Volumes, ist auch leichter zu sichern, also man kann die Volumes natürlich genauso sichern. Das ist so, ich bin faul, Lösung, ja, bin ich auch. Gebe ich ehrlich zu. Dann wieder zurück zu Paperless. So, zurück in Paperless werden wir jetzt mal Folgendes machen. Dann gehen wir hier auf Dokumente und dann suchen wir mal Test, Musk, haben wir ihn doch, öffnen. Na, Korrespondent fehlt. Das ist jetzt Xing. Schreibe ich jetzt Xing rein. Er sagt mir, Xing ist nicht vorhanden, Element hinzufügen. Das sage ich ja. Und sage automatisch zuweisen. Ich könnte natürlich wieder jetzt hier die Sachen entsprechend manuell zuweisen oder natürlich Berechtigungen vergeben, wenn ich das denn benutze. Speichern und damit ist der im Speicherpfad zugewiesen und ist unter Nonne, also unter diesem Loop-Verzeichnis, raus. Also wie gesagt, du kannst hier das alles nachträglich korrigieren, alles null Thema. Abbrechen, hat er nicht gespeichert, oder? Ist wirklich schön, also wie gesagt, wenn du mal vergisst zu speichern, kommt gleich ein dickes, schönes Fenster. Dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Einstellungen rein. Hier sind noch zwei so Dinge. Dunkelmodus würde ich auf Systemeinstellungen verwenden setzen, damit das immer, was deinem System angepasst ist oder du umschaltest, sich automatisch anpasst. Überprüfen auf Aktualisierungen hilft dir bei Docker eigentlich nicht viel, kannst du rausnehmen. Und Warnung anzeigen, den nimmst du auch raus, wenn gespeicherte Ansichten und Änderungen geschlossen werden, auch raus. Den Rest kannst du eigentlich alles so lassen, wie es ist. Dann hier unten auf Speichern und dann ist die Sache auch schon erledigt. So, Konfiguration, da gibt es noch Einstellungen, OCR, Barcode-Einstellungen. Da werden wir nachher noch in einem anderen Video teilweise noch darauf zu sprechen kommen, natürlich nicht auf alles. Dann die Benutzerkonfiguration und Gruppen, die würde hier stattfinden. Und Dateiaufgaben, die haben wir jetzt auch nicht. Ein Punkt, den ich jetzt noch mal kurz ansprechen würde, ist die Archivseriennummer, die ASN. Dokumente, die du eine ASN zuweisen lässt, du drückst hier einfach auf +1, dann wird hier entsprechend hinzugefügt. Dann bekommt das eine Archivseriennummer als spezielles Dokument. Im Moment ist es leider so, dass man diese Nummern zwar per Scanner eingeben kann, wenn man sich entsprechende Aufkleber kauft. Dann wird die mit eingelesen und ausgelesen. Man kann das aber auch einfach hier mit dem +1 vergeben. Was ich schade finde, dass es in der Ausgabe des Dokuments nicht heißt Archivseriennummer, Paperless, bla bla bla, damit es auf dem Dokument, wenn ich es weitergebe, ersichtlich ist. Da ist das nicht drauf. Das würde dann nochmal extra einen Sinn machen. Ansonsten ist die Archivseriennummer momentan eigentlich eine interne Geschichte. Würde ich aber zum Beispiel, wenn ich eine Passkopie speichere, würde ich das schon mal mit reinsetzen.
Im Steuerbescheid kann man durchaus eine Seriennummer vergeben. Also da ist dann, was dir halt wichtig ist, welche Dokumente du mit Seriennummern verpflastern möchtest, ist dir dann freigestellt. Es ist kein Pflichtfeld, man kann es pflegen, man muss es nicht pflegen. Ich persönlich benutze es, man weiß nie, wann das irgendwie ein bisschen weiterentwickelt wird, dass Paperless jetzt hier zum Beispiel sagt, ich leite dieses Dokument weiter per E-Mail. Im Moment ist es ja hier so, ich kann hier nur den Link Freigabe machen. Dafür muss Paperless allerdings im Internet sein. Es gibt dann noch einen anderen Weg, den kommen wir dann später nochmal, wo man die Dokumente hier manuell weiterleiten kann. Wichtig ist mit der Seriennummer, es ist also auf diesem Dokument nicht ersichtlich oder hier eingeblendet, Archiv, Seriennummer sowieso. Das ist nicht der Fall und das ist schade. Das fehlt eigentlich bei Paperless noch. Bis dahin hat das Ding jetzt keinen offiziellen oder eigentlichen Nutzen. Das soll es für dieses Video eigentlich auch schon gewesen sein. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Solltest du weiterführende Probleme haben, zum Beispiel mit der Umsetzung dieses Videos oder mit Paperless, mit anderen EDV-Themen, die dein PC, dein Netzwerk, dein Notebook, dein Mac, dein Windows, dein Linux oder sonst irgendwas betreffen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, ein weltweiter remoter Dienstleister. Arbeitet für 25 € die Stunde, Auftrag gegen Rechnung, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken, Ösen, ohne Abo oder sonstiges. Einfach Auftrag gegen Rechnung und gut ist, verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Dann bis zum nächsten Video, gehabt euch wohl, ciao.